Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basic Video werde ich euch die Funktionalitäten des Auswahl-Tools und auch des Transform-Tools zeigen und wie die funktionieren, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Das Auswahlwerkzeug, das erreicht ihr, wenn ihr hier auf den S drückt. Und dann habt ihr hier unten ein Menü. Einerseits automatisch. Bei der automatischen Auswahl ist es so, ihr könnt auf einen Bereich klicken. Dann seht ihr so, na, das ist noch nicht alles. Und dann könnt ihr effektiv nach rechts sliden, um diesen Bereich zu vergrößern, oder nach links. Wenn ihr denkt, ja, das ist einerseits, aber dann immer noch hinzufügen wollt, dann könnt ihr immer noch auf die einzelnen Bereiche draufklicken, damit ihr dann wirklich diesen ganzen Bereich ausgewählt habt. Und um dann mit dem etwas zu machen, könnt ihr zum Beispiel hier, klickt ihr auf die Farbe und sagt, ich will eine andere Farbe. Und ihr seht jetzt, was mit dem Bild passiert ist. Der Bereich, den ihr markiert habt, da sind keine schraffierten Linien drüber und beim Rest sind so schraffierte Linien drüber. Wenn ihr diese Linien zu wenig gut seht, könnt ihr hier über die Aktionen, über die Einstellungen sagen, Sichtbarkeit Maske, die hochnehmen oder runternehmen. Also so könnt ihr das einstellen. Und jetzt kann ich ganz einfach, wenn ich hier zum Beispiel einen Airbrush-Pinsel nehme, könnte ich das neu einfärben. Gucken wir uns das Freihand an. Beim Freihand ist es effektiv so, dass ihr einzelne Bereiche selber markiert. Und dann so etwas ausfärben könntet. Dann habt ihr die Möglichkeit Rechteck, das heißt, dass ihr wirklich, macht jetzt bei dem Bild nicht so einen Sinn, aber würdet hier mit dem Rechteck eine Auswahl treffen und da könnt ihr auch mehrere, ne? Es müsst nicht nur eins, also ihr könnt da mehrere Bereiche auswählen. Dann würde es euch effektiv diesen ganzen Bereich auswählen. Und dasselbe auch mit der Ellipse. Das sind diese Auswahlmöglichkeiten und jetzt habt ihr drunter immer auch eine entsprechende Auswahl. Hier jetzt könnt ihr sagen hinzufügen, ihr könnt sagen entfernen, ihr könnt das Ganze auch umkehren, das heißt alles andere außer das, was ihr ausgewählt habt, ist markiert. Ihr könnt kopieren und einfügen. Dann seht ihr hier, hier habe ich jetzt ein Layer mit dem Bild. Der Körper ist immer noch da, wenn ich das ausblende. Wenn ich das ausblende, sehe ich effektiv, habe ich diesen Bereich hier kopiert. Dann kann ich weiche Kanten machen, das heißt, wenn ich diese Kanten so ein bisschen ausfedern will, kann ich auf weiche Kanten drücken und die Stärke definieren, wie stark die Kante von diesem ausgewählten Bereich ist. Sichern und laden würdet ihr euch diese Auswahl quasi als Favorit hinterlegen oder ihr könnt den Bereich löschen. Und dasselbe dann auch für Freihand, Rechteck und Ellipse. Das ist das Auswahltool. Dann kommen wir zum Transform-Tool. Das ist hier dieser Pfeil. Und auch hier habt ihr eine erste Liste und eine zweite Liste. Freiform, da könnt ihr, ich mache kurz das magnetisch aus, Freiform, da könnt ihr effektiv das Element nehmen und das verschieben, so wie ihr das haben möchtet. Wenn ich es magnetisch mache, dann
werden Dimensionen beibehalten. Ich kann das Ganze horizontal spiegeln, ich kann das Ganze vertikal spiegeln, ich kann es um 45 Grad drehen, ich kann es an den Bildschirm anpassen. Dann gibt es hier noch das Bilineare, also bilinear, nächster Nachbar und bikubisch. Das geht dann doch schon ein bisschen weiter. Vielleicht noch oben, wir hatten jetzt Freiform. Ihr könnt eben auch gleichmäßig anklicken, hat quasi denselben Effekt, wie wenn ich bei Freiform magnetisch anklicke. Dann könnt ihr verzerren. Es ist hilfreich, wenn man so versucht, eine Ausrichtung quasi zu zeigen. Oder ich kann verformen und beim Verformen kann ich effektiv, das ist, als ob ich quasi das Blatt drüber ziehen würde, ne? Oder hier eben, na, da kann ich an allen Seiten quasi ziehen. Wenn ich da noch weitergehen will, gibt es dieses erweiterte Gitter und dann habt ihr hier auch in den Mittelpunkten habt ihr die Möglichkeit, da das Ganze noch zu verzerren. Also so könnt ihr ein Bild auch bearbeiten. Und wenn ich das Ganze wieder zurücksetzen will, dann gibt es hier noch diesen Zurücksetzen-Button. Und so könnt ihr ein Bild, was ihr gemacht habt, oder irgendein Element, was ihr gezeichnet habt, auch manipulieren. Und das war es eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!